Du hast einen Kratzer am Auto und keine Poliermaschine, keine Zeit, keine Lust oder kein Aufbereiter des Vertrauens. Dr. Wack hat dafür eine Lösung und wir wollen mal gucken, ob das geht und wo die Grenzen sind im Kratzer entfernen von Hand. Die Idee hinter dem Produkt ist nicht neu und gibt es auch schon mehrfach auf dem Markt. Es geht darum, einzelne mehr oder weniger tiefe Kratzer selbst in Heimanwendungen zu entfernen, ohne dafür zum Aufbereiter zu fahren oder groß sich Produkte, Maschinen und alles weiter zuzulegen. Neu ist, dass das hier ein Einschrittsystem ist. Das heißt, hier ist eine Politur mit drin, mit einem Poliertuch, was in einem Schritt den kompletten Kratzer entfernen soll. Es gibt ein paar Systeme auf dem Markt, die in 1 oder 2 Schritten arbeiten. Manche haben noch Schleifpapier mit bei und all das birgt halt ein Risiko von Beschädigung und von Falschanwendungen, denn je mehr Produkte ich beilege, desto mehr kann der Anwender am Ende falsch machen. Dr. Wack hat versucht, dem entgegenzuwirken und hat laut eigener Beschreibung Technologie aus der Hightech-Elektronik eingesetzt, um das zu vermeiden und wirklich in einem Arbeitsschritt Kratzer zu entfernen, in ein Finish zu polieren und auch gleich die Oberfläche in dem Punkt auch zu schützen. Wo das geht, ob das überhaupt geht und für welchen Kratzer das geht, gucken wir uns jetzt gerne mal an. Vorher immer ganz wichtig, Auto gründlich waschen. Am besten auch, wenn der Lack sich picklig anfühlt, mit Lackreinigungsknete behandeln und einmal mit Isopropanol entfetten, damit keine Schicht auf dem Auto ist, die am Ende das Ergebnis verhindert. Das machen wir jetzt, dann sehen wir uns wieder zur Anwendung. So, gucken wir uns mal an, was hier dabei ist. Wir machen das mal auf. Oben ist gleich ganz cool beschriftet, ne, in diesen Faltecken benannt, das blaue Tuch zum Einpolieren, das weiße zum Auspolieren. Die beiden Tücher gucken wir jetzt auch gleich mal im Detail an und schauen uns mal an, was dabei ist. Eingerollt in so ein Stück Plastik, das sollte nicht auf dem Lack. Und dann die eigentliche Politur, ne, also kein Schleifmittel dabei, kein zweiter Schritt dabei, sondern wirklich nur einpolieren und dann natürlich ein zweites Tuch noch zum Abwischen. Wir schauen uns jetzt mal die beiden Tücher an. Ja, also das Tuch fühlt sich hier tatsächlich sehr grob an. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Spültuch, hat so eine viereckige Struktur mit den eingebetteten Fasern, ist wirklich sehr grob. Das hier ist so ein typisches Poliervlies, das kennt man eigentlich relativ typisch von solchen Produkten. Auf das Produkt bin ich sehr gespannt. So, schauen wir uns mal an, wofür es gedacht ist. Waschanlagenkratzer, Feinkratzer durch Sträucher, in Türgriffmulden, in lackierten Kunststoffstoßfängern, bla 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 bla. Unter anderem auch für Scheinwerfer, Blinker, aber auch Handy-Displays. Gut, probieren wir es nicht aus. Hier steht natürlich noch mit bei, dass tiefere Kratzer bis zur Grundierung nicht entfernt werden können, ist eigentlich relativ logisch. Wir wollen jetzt, wie gesagt, an 3 verschiedenen Defekten einfach mal ausprobieren, was es kann. Wir gucken uns einmal hier so in dem Bereich mal so typische, ja, irgendwann mal was drauf abgestellt oder irgendwas draufgelegt. Also Defekte an, die man wirklich auch bei Tageslicht sieht, die aber nicht so tief sind. Und hier in dem Bereich haben wir so ein paar tiefere Cuts, die auf jeden Fall schon durch den Klarlack durchgehen. Und dann wollen wir einfach mal sehen, wie gut wir das mit der Politurfläche minimieren können. Und zu guter Letzt schauen wir uns dann nochmal eine Türgriffmulde an und schauen, was da geht, weil da sehe ich das Produkt wirklich in einem Vorteil und selbst für einen professionellen Anwender ganz interessant geeignet. Ein Hinweis vielleicht noch, laut Dr. Wack ist das auch für eine Poliermaschine geeignet. Wollte ich jetzt noch mal sagen, wir probieren hier heute die Handanwendung. Gut, wir fangen mit dem Tuch an. Man soll sich das einfach am Eimer ein bisschen feucht machen. Wichtig ist, dass man es gut ausdrückt, steht auch extra drauf, zu nasse Poliertücher mindern die Polierleistung. Ich mache das jetzt wirklich einmal richtig gründlich nass und dann bringe ich es auch wirklich gründlich aus. Nicht, dass wir ein verfälschtes Ergebnis haben. So. Dann falte ich mir das so, dass ich es gut halten kann und am Ende wirklich gut Druck drauf geben kann. Denn wenn ich es mir um die Finger wickel, werden irgendwann meine Finger lahm. Das heißt, ich nehme es wirklich so, dass ich hier richtig schön mit Druck arbeiten kann. Schüttel die Politur gut durch. Vielleicht noch ein bisschen durchkneten und trage erstmal eine kleine Menge, laut Dr. Wack ungefähr 1 cm Durchmesser, also ich sage mal so zwischen Erbsen und Haselnuss groß, auf meine Polierseite hier auf. So ist jetzt ein Tick mehr, mache ich ein bisschen größeren Bereich. Und dann verteile ich mir das hier erstmal, bevor ich anfange zu polieren, da ich den ganzen Polierbereich benetzt habe, auch erstmal keinen Druck, sondern einfach erstmal eine schöne Fläche verteilt habe, damit ich überall relativ gleich viel Politur habe. Dann setze ich das Tuch auf und arbeite mit viel Druck in kreisenden Bewegungen. Warum kreisen und nicht gerade? Spielt fürs Ergebnis keine Rolle, aber es fällt leichter, kleine Kreise mit Druck zu machen als diese geraden Bewegungen. Deswegen machen wir kleine Kreise und wir haben halt die Chance, dass wir den Kratzer von allen Seiten erreichen und ihn die Kanten möglichst effektiv brechen. Und ich merke jetzt schon nach wenigen Sekunden, dass das durchaus anstrengend ist. Und Dr. Wack sagt halt, wie gesagt, circa 1 Minute, ich muss noch mal die Hand wechseln, 1 Minute.
So, man sieht jetzt auch, die Politur wird ganz durchsichtig. Das ist ähnlich wie bei einer Maschinenpolitur. Deswegen denke ich mal, mache ich hier noch einmal die Bahn zu Ende. Und dann, genau, wir lassen jetzt nach einer Minute erstmal stehen, gucken uns das Ergebnis an und nötigenfalls steht auch drauf, nochmal Vorgang wiederholen. Ich lege hier mein Tuch erstmal zur Seite. Dass es aber nicht schmutzig wird, hänge ich das hier über meinen Eimer. Lasse die Politur einen Moment trocken. Steht auch da, man soll warten, bis sie trocken ist. Wahrscheinlich schmiert sie dann weniger. Und dann nehme ich hier mein Poliervlies, was auch enthalten ist. Falte mir das so, dass ich es gut in der Hand halten kann. So vielleicht. Und wische ohne Druck die Politur runter. So, in unserem Hauptbereich hier oben, wo die Kratzer so stark waren, sehen wir, sie sind erstmal weg. Und wir haben natürlich ganz krassen Unterschied, was den Grauschleier betrifft. Wir haben ja von der verkratzten Oberfläche einen extremen Grauschleier drauf. Der ist hier an dieser Stelle auch weg. Wir wollen jetzt mal gucken, ob die Kratzer wirklich weg sind oder nur verdeckt sind. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal einen Silikonentferner, wische mal drüber und wir gucken uns die Oberfläche mal an. So, also tatsächlich, wir haben den Spießhacker 7010 genommen, also wirklich einen effektiven Silikonentferner. Oberfläche ist auch ganz stumpf, Kratzer sind immer noch weg. Also sie sind tatsächlich entfernt, nicht nur überdeckt. Ersten Test sozusagen bestanden. Wir gucken jetzt mal diese kleinen Hacker sozusagen, die deutlich kleiner, aber auch deutlich tiefer sind, wie es da aussieht. So, und die nächsten Kratzerchen hier, wie gesagt, deutlich kleiner, dafür deutlich tiefer. Ich verteile mir erstmal einmal und dann gehen wir wieder mit viel Druck zur Sache. So, also ich sehe jetzt schon beim Polieren, sie sind auf jeden Fall noch da. Wir wischen trotzdem mal runter und gucken, ob sie abgemildert sind, ob überhaupt was passiert ist und wie das Ergebnis nachher aussieht. So, also wir sehen, sie sind tatsächlich noch da. Jetzt auch noch mal entfetten die Fläche und haben aber ein ähnliches Ergebnis. Also Grauschleier sehr stark entfernt. Die Kratzer waren, wie vorher schon gesagt, tief, auch zu tief, um jetzt davon entfernt zu werden. Sehen wir hier ganz klar. Vorher, nachher muss jeder für sich selbst beurteilen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Blenden wir euch jetzt hier mal ein. Ich würde sagen, ich würde da jetzt nicht nochmal rangehen. Also wiederholen brauche ich es, glaube ich, nicht. Der Kratzer ist einfach zu tief, um entfernt zu werden. Wir gucken uns jetzt lieber noch mal ein anderes gutes Anwendungsbeispiel an, eine Türgriffmulde. So, also in dem Fall würde ich mir dann tatsächlich jetzt mal um die Finger wickeln, weil ich hier halt eben rein muss. Wer hier Kunststoff, unlackierten Kunststoff in dem Bereich hat, der sollte definitiv mit Malerkrepp oder am besten Lackklebeband den Bereich abkleben, einfach um da Schäden zu vermeiden, weil wir haben hier Polierkörper, die polieren dann natürlich auch unlackierten Kunststoff und hinterlassen dann eine unschöne Fläche. Also wer unlackierten Kunststoff irgendwo im Bereich hat, wo er poliert, immer vorher abkleben. Und dann machen wir das Gleiche, nur dass wir halt die zwei Finger ins Tuch wickeln sozusagen, anstatt das Tuch aufzulegen. Und polieren hier auch etwa eine Minute. Hier sind die Kreisen am Bahn natürlich ein bisschen begrenzt, weil die Türgriffmulde einfach so klein ist, sodass wir wirklich mehr hin und her arbeiten und vor und zurück so ganz leicht, um halt wirklich möglichst alle Kratzer zu erwischen. Wir kümmern uns einmal um die Türgriffmulde innen, die ich gleich fertig poliert habe. Und dann hier oben gehen wir auch noch mal drauf, da sind ja auch noch eine ganze Menge Kratzer. Dann haben wir da einfach ein hoffentlich gutes Ergebnis, das werden wir gleich sehen. Wie gesagt, etwa eine Minute polieren. Ich finde, man sieht aber auch ganz gut, wenn die Politur wirklich durchsichtig wird, dass es dann soweit passt. Und dann gehen wir noch mal eine kleine Menge hier drauf, um halt wirklich den oberen Türgriffbereich zu machen. So, wer so ein paar Kratzer hier so poliert, ihr seht es vielleicht, kann sich für den Tag das Fitnessstudio sparen. Geht gut in die Arme, mal gucken, ob es sich gelohnt hat. Mein Fazit zum Dr. Wack A1 Nano Kratzer Polish ist ein Produkt, was hält, was es verspricht. Ich glaube, man kann damit sehr realistisch betrachtet gut arbeiten. Also wer wirklich im Hobbybereich sich um sein Auto kümmert, sollte sowas im Schrank haben. Damit kann man wirklich mal Türsträucherkratzer und so, Sträucherkratzer oder Türgriffmuldenkratzer machen, einzelne isolierte Kratzer bearbeiten. Und wenn man da noch ein bisschen Armpower und Geduld rein investiert, geht da bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr. Selbst bei uns in der Profi-Aufbereitung wird das Produkt seinen Platz finden, denn so schnell mit dem Ergebnis, ja, in dem Rahmen, kriege ich einen Türgriff kaum aufbereitet. Klar,
mit der Maschine und kleinen Pads kriege ich dann noch besseres Ergebnis hin, dauert aber ungleich länger. Also gerade für jemanden, der halt nicht so viel Aufwand betreiben will, super geeignet. Das Produkt verspricht nicht mehr, als es kann. Es weist darauf hin, dass es irgendwo seine Grenzen hat. Das ist aber auch ganz natürlich. Es deckt nicht nur ab, wir haben mehrfach entfettet, wir haben mit Silikonentferner entfettet, sondern beseitigt wirklich die Kratzer in einem für so eine einfache Anwendung hervorragenden Maß. Kann ich wirklich empfehlen für Leute, die, oder wenn ihr hobbymäßig da im Bereich unterwegs seid, euch das Produkt mal in den Schrank zu legen. Und zu guter Letzt das Ding hier, neu verpackt, alles unbenutzt, verlosen wir einmal an alle, die das Video sehen. Schreibt einfach mal in die Kommentare, woher der Kratzer kommt, den ihr damit entfernen wollt. Also habt ihr euch einen Strauchkratzer zugezogen oder einen Einkaufswagenkratzer oder hat doch jemand mal was auf dem Auto abgestellt. Einfach in die Kommentare schreiben. Alles Weitere steht unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr so ein Set einmal gewinnen. Verschicken wir zu euch nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Trainiert die Muskeln, entfernt die Kratzer. Haut rein.